So Leute, Routine bringt Resultate und genau darum soll es im heutigen Video gehen, nämlich um meine Essensroutine am Trainingstag, also was esse ich so über den Tag verteilt. Später kommen dann auch noch ein paar kleine Ausschnitte aus meinem Training. Willst du was erklären oder sagen? Ein bisschen was von meiner aktuellen Form kriegt ihr auch zu sehen. Kurz vorab, ich zeige euch so ein bisschen über den Tag verteilt, was ich so esse am Trainingstag, was sind meine Mahlzeiten, und das Ganze soll so ein bisschen für euch als Inspiration dienen. Und genau deswegen sage ich nicht dazu, was jetzt die genauen Mengenangaben sind, weil das würde keinen Sinn machen, weil es sowieso individuell ist für jeden, und da dieses Video als Inspiration eher dienen soll, macht es einfach keinen Sinn, wenn ich euch sage, wie viel ich esse, weil ihr müsst das auf euch übertragen können. Dazu erstmal, Cardio gibt es bei mir direkt morgens nochmal aufstehen, und dann starten wir hier direkt mal mit der ersten Mahlzeit. Let's go. So, erste Mahlzeit, und zwar, hier seht ihr schon Haferflocken, Wasser ist schon drin, aufgekocht. Ich nehme immer hier diese extra zarten, dann packe ich mir hier die Heidelbeeren rein. Da beachte ich mal darauf, dass es keine Kulturheidelbeeren sind, sondern diese Wildheidelbeeren, die sind so ein bisschen kleiner. Aber die Kulturheidelbeeren sind immer so künstlich groß gemacht und die haben eigentlich gar nicht so viele Inhaltsstoffe. Die packe ich mir dann vorher so eine halbe Minute in die Mikrowelle, wenn die tiefgefroren sind, einfach um die ein bisschen anzutauen. Und dann kann man die besser ins Porridge machen. Dazu noch Erdnussmus und natürlich Whey. Das Whey, Milchreis Zimt, kann ich euch empfehlen, schmeckt ultra geil. So, Heidelbeeren drüber. Ist immer ganz praktisch mit so einer Tasse. Auch wenn da manchmal noch ein paar drin kleben. Aber drauf geschissen. So, dann. Die Heidelbeeren könnt ihr auch ein bisschen mit so einem Löffel da noch rauskratzen. Ist übrigens voll der Akt, mit der Kamera in einer Hand und mit der anderen hier das Essen zu machen. So, Whey noch drüber. Schmeckt ultra gut mit diesem Milchreis-Zimt-Whey. Das ist richtig geil. Gerade fürs Porridge und fürs Rice Meal später. So, das zur ersten Mahlzeit. Ich habe unnormal Hunger jetzt. Wir sehen uns bei der nächsten Mahlzeit. So, die nächste Mahlzeit ist am Start. Und zwar, was haben wir? Wir haben erstmal diese Pangasius-Filets, und dazu kurz vorab, ich esse momentan oder seit längerer Zeit schon eigentlich gar kein Hähnchen oder sowas. Ich esse immer nur diesen Fisch. Echt mega lecker, lässt sich super gut zubereiten. Wenn ihr hier noch so eine zumindest beschichtete Pfanne habt, geht aber auch eigentlich mit einer nicht beschichteten, dann könnt ihr das Ganze anbraten. Ihr braucht kein Öl, gar nichts. Und ihr könnt die super schön immer zart machen. Die sind immer zart, die sind nicht zäh, die sind immer dann vernünftig durch. Ich zeige euch das mal hier. So, ihr könnt die dann so richtig schön, wenn ihr die eine Zeit lang auf mittlerer Hitze gebraten habt, so schön teilen hier. Geht super easy. Und dann macht ihr die in so kleine Stücken. Ja, dann ist das, als ob ihr so Hähnchenstücken hättet. Wie gesagt, lassen sich mega easy braten, geht auch recht schnell. Dazu gibt es jetzt erstmal hier Reis, dann mache ich da noch ein bisschen Spinat drauf. Und dazu gibt es dann gleich noch eine kleine Spezialzutat. Aber erstmal das hier. Und dann könnt ihr hier, wenn der Fisch durch ist, den da einfach drüber geben. Ihr könnt übrigens mal sehen, wie sauber die Pfanne danach ist. Also wirklich, ne? Keine Schmiererei. Ich liebe das mit diesem Fisch, ehrlich. So, hier ist meine Spezialzutat. Eine Zitrone. Passt ultra gut dazu. Mache ich mir mal hier den Saft raus. Teile die erstmal in der Hälfte durch. Also einfach. Zack. Müsst ihr mal gucken, wenn das jetzt so eine Riesenzitrone ist, nehme ich meist nur eine halbe. Aber bei so einer mittelgroßen bis kleinen nehme ich dann einfach eine ganze. Und der Vorteil dabei ist, ihr tut eurer Verdauung damit noch was Gutes. Und es schmeckt einfach geil. Das schütte ich jetzt hier einfach so drüber. Verteile das ein bisschen. Würzen tue ich übrigens immer erst hinterher. Es kommt noch ein kleiner Schuss Öl da drauf. Und halt, wie gesagt, die Gewürze. So sieht das Ganze dann aus. Salz ist natürlich klar, so wie ihr es halt für euch abwiegt oder auch nicht. Und ich mache mir noch ein bisschen Pfeffer drüber. Und dann, wie gesagt, Mahlzeit 2. Mein Mittagessen quasi. Und dann sehen wir uns bei der Pre-Workout-Mahlzeit, die kommt nämlich als nächstes dran. So Friends, Pre-Workout-Mahlzeit. Ich habe hier schon mein Rice Pudding
im Schälchen. Da kommt jetzt ein bisschen heißes Wasser drüber. Und dann muss es erstmal kurz einwirken. So, dann kommen da die Blueberries wieder rein. Aus der Mikrowelle. In der Tasse. Und dann noch ein bisschen Whey rein. Diesmal nehme ich White Chocolate. Auch sehr geil. Das Ganze esse ich immer so eine grobe Stunde vor dem Training. Eine halbe Stunde vorher kommt dann noch mein Pre-Workout-Shake rein. Den zeige ich euch gleich aber auch noch. Und dann geht es ins Training. Also nächster halt Pre-Workout-Shake. Hier habe ich mein Wasser drin. Und jetzt gibt es ein bisschen Clusterdextrin. Glutamin. Und natürlich ERAs. Hier in dem Geschmack Blueberry Kokos. Habe ich glaube ich vorher noch nie gehabt. Probiere ich mal aus. In der gleichen Zusammensetzung mache ich dann gleich auch meinen Intra-Workout-Shake. Nur dass ich anstelle von dem Glutamin dann Kreatin nehme. Das packe ich immer ins Intra. Könnt ihr aber auch Pre- oder Post-Workout nehmen. Das macht eigentlich nicht so einen großen Unterschied. Boah, Junge. Der Geschmack ist auf jeden Fall geil, Mann. Den könnt ihr mal probieren. Blueberry Kokos. Der ist gut. So Leute, wir sind im Gym. Push-Training heute. Wir starten erstmal hier mit der Wadenmaschine. Ich mache euch einfach immer so ein paar Ausschnitte zu jeder Übung, damit es ein bisschen kompakter ist, damit ihr einfach seht, wie mein Ablauf ist. Fangen wir mal an. What's the truth? What's the lie? The waves crash on, we live or die. Don't get caught in the masquerade. The game they play will never fade. What's a mask without a face? Same old play, a different stage. Tides will rise, tides will fall, but I'll break free, I'll take it all. So don't you hope, don't you fear, the waves of life will disappear. What's a mask without a face? We're all trapped in this endless chase. They try to sell you dreams, but it's all a lie. Same damn game under a painted sky. Actors switching masks like they own the play, but the truth's been drowning in the ocean spray. What's a mask without a face? Same old play, a different stage. Tides will rise, tides will fall, but I'll break free, I'll take it all. So don't you hope, don't you fear, the waves of life will disappear. Willst du was erklären oder sagen? What's a mask without a face? We're all trapped in this endless chase. Yeah, they'll
cheer you on, then drag you down. Crown you king, then steal your crown. Don't play their game, it's all a scheme. Their rules are changed, but you can dream. So, Mit dem Checker. Post-Workout, Rice Meal wie vorhin. Und dann haben wir hier Whey, Cornflakes und ein bisschen Kollagen. Das kommt da so schön rein. Machen wir noch ein bisschen mehr Wasser rein. Und dann vermischen wir das. Was habe ich jetzt hier auch drin für eine Whey? Ich glaube White Chocolate wieder. Habe ich auch dabei. Scheiße. Da darf auch gut und gerne mal was daneben gehen. Wie zu Hause, einfach mit der Hand drüber. Dann ist das schon sauber. Aber bei dem Kollagen muss man echt gucken. Hier schmeckt man das nicht. Aber es schmeckt jetzt auch nicht sonderlich geil, wenn man es schmeckt. So, dann geht es jetzt gleich nach Hause. Und dann gibt es die nächste Hauptmahlzeit. So, die nächste Mahlzeit ist angerichtet. Und wir haben hier genau die gleiche Mahlzeit wie vorhin nach dem Frühstück. Nämlich den Fisch mit Reis, mit bisschen Spinat, bisschen Öl und natürlich der Superzutat Zitrone wieder. Und bisschen Gewürze, Salz, Pfeffer. Das esse ich immer so grob eine Stunde nach dem Training. Ne? Also nach dem Training gibt es halt die Post-Workout-Mahlzeit, dann fahre ich nach Hause, mache mir das hier fertig und dann ist ungefähr so eine Stunde. Jetzt nur noch eine Mahlzeit offen, die seht ihr als nächstes und ich gönne mir jetzt erstmal die hier. So Leute, eine Mahlzeit ist noch offen und zwar haben wir hier genau wie die erste Mahlzeit Haferflocken, Heidelbeeren, Erdnussmus und Whey. Die gibt es jetzt vorm Schlafengehen noch. Ich achte übrigens mal darauf, dass ich so 2 bis 3 Stunden immer zwischen meinen Mahlzeiten Pause lasse und das dann so über den Tag verteile. Genau, aber so viel zur letzten Mahlzeit und so viel zum Video für heute. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen bis hierher und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und damit haut rein und bis zum nächsten Mal.